Moin aus dem Norden Deutschlands. Willkommen zu einer weiteren Folge mit zwei Komponenten, die ich euch vorstelle. Heute zeige ich euch mein Status Indicator Display, kurz genannt das SID. Es ist im Innenraum an der Rückwand rechts hinter dem Fahrersitz montiert, hier im restaurierten A-Car. Das Team der Restaurateure hat eine selbstentworfene Platine und Schaltung für das SID, aber leider teilen sie keine Infos oder verkaufen die Platine. Das gleiche gilt für Bruce Coulomb. Der hat auch ein funktionierendes SID, aber verkauft es nur komplett und das sehr teuer. Wie erzeugt man nun günstig die SID-Lichteffekte? Da habe ich lange im Netz nach Schaltplänen gesucht. Es gibt Arduino-Varianten, aber da kenne ich mich nicht genug mit der Programmierung aus. Andere Schaltungen waren mir zu komplex und zu viel Aufwand nachzubauen. Ich habe bei YouTube ein Video von Kabut Murat mit der Bezeichnung Spectrum Analyzer gefunden, wo er ein SID an ein Moped angebaut hat. Der hat dafür eine fertige Platine aus einem Bausatz verwendet. Zu finden bei aliexpress.com unter der eingeblendeten Bezeichnung. Das ist ein Bausatz mit einigen SMD-Bauteilen. Das Teil kostet ca. nur 10 Euro und man kann die SMD-LEDs ersetzen durch 5 mm LEDs. Die Matrix der LEDs ist 11 LEDs hoch und 12 Reihen breit. Ich habe pro senkrechte Reihe immer 2 LEDs übereinander parallel geschaltet, an einem Anschluss des Boards. Daher sind 20 LEDs in der Höhe möglich. Bei den Reihen habe ich die erste und die letzte nicht verwendet und nur die inneren 10 Reihen. Betrieben wird das Ganze mit 5 Volt über USB. Ich hatte bereits lange Zeit meine LEDs gekauft gehabt und wollte nicht nochmal neue kaufen. Daher ist aber leider die Helligkeit sehr gering. Es ist ratsam, sehr helle LEDs zu verwenden. Die normalen sind doch recht schwach, durch das im Board angewendete Multiplexen und die niedrige Betriebsspannung von 5 Volt. Ich habe versucht, die Betriebsspannung der Schaltung langsam zu erhöhen, aber bei 8,5 Volt fing der Chip dann an zu schmoren. Er ist zum Glück aber nicht durchgebrannt. Bei 8 Volt waren die LEDs auch sehr schön hell, so wie ich es gerne gehabt hätte. Aber das würde nicht lange gut gehen. Nun muss ich vorerst mit dieser Lösung leben. Eventuell ergibt sich später noch eine bessere Variante mit mehr Helligkeit. Das Muster der Anzeige habe ich mit einem Online-Soundgenerator erzeugt. Jede senkrechte Reihe schlägt bei einem bestimmten Frequenzbereich aus. Ich habe daher für jede Reihe den Sound einzeln aufgenommen. Dann alle Reihen zusammen im Audioprogramm abgespielt und auf 12 Minuten Spieldauer verlängert. Der Sound kann dann von einem MP3-Player als Schleife wiedergegeben werden. Hier seht ihr das Muster und hört zum Schluss auch noch kurz den Pieps-Sound. Klingt nicht schön? Die Rückseite mit den ganzen Kabeln und der Platine unten dran sieht ganz schön wild aus. Besser ist es mit richtiger Musik. Als Beispiel hier Beat This von Bomb the Bass. Aber bei Musik zappelt die Anzeige mir zu schnell herum. Das Soundmuster finde ich daher besser. Die Frontplatte des SIDs ist 11,8 cm breit und 26 cm hoch. Mit den Aluwinkeln an der Seite hat es eine Gesamtbreite von 16,5 cm. Die Höhe beträgt 3,5 cm. Die durchsichtigen Plastikdeckel, wo die LEDs reingesteckt werden, heißen Clip Lights und sind bei Yameco in USA zu bestellen. Das zweite Teil in diesem Video sind die goldenen Kühlkörper, die links neben dem SID eingebracht sind. Hier einige gute Referenzbilder aus dem A-Car. Bei denen sieht man die komplette Verkabelung sehr gut und links auch den Canon-Konnektor am Flux. Ich habe versucht, die Kabel und Kabelschuhe so genau wie möglich anhand der Fotos nachzugestalten, ist aber sehr schwierig. Leider war das weiße dicke Kabel, was dabei lag, ein paar Zentimeter zu kurz. Die Metallteile stammen aus einer Forumsproduktion aus den USA. Die Gleichrichterdioden musste ich selber noch dazu kaufen. Die großen Dioden heißen GEC52M und die kleinen SY192-6. Beide sind aber nicht ganz identisch mit denen auf dem Foto. Der Kühlkörper ohne die Dioden ist 12,7 cm hoch, 10,2 cm breit und 1,8 cm dick. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in der nächsten Woche.